Hallo miteinander. Heute zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip an einer Smith & Wesson M&P9 macht. Als erstes nimmt man das Magazin raus. Dann muss man das Teil hier um ein Vierteldreieck drehen und dann kann man da ein Hilfswerkzeug rausnehmen. Danach Schlitten spannen, arretieren am besten. Und dann muss man da rein mit der Hilfe das kleine gelbe Hebel da nach vorne bewegen. Dann kann man den Hebel da nach oben drehen, Schlitten leicht nach hinten und dann kommt er weg. Rückschlagsfedern einfach ausfädeln und den Lauf abwinkeln und rausnehmen. Und das ist ein Field Strip bei dem M&P9. Um sie wieder zusammen zu machen, Lauf einfach wieder einfädeln, reintun, arretieren, die Rückschlagsfedern auch, vorne einfädeln und schauen, dass sie da schön richtig sitzt. Wenn man den Schlitten anmacht, muss der gelbe Hebel da immer noch gegen vorne schauen, sonst passt er nicht drauf. Und der Hebel muss gegen runter schauen. Schlitten vorne einfach einfädeln. Einmal nach hinten. Schlitten wieder arretieren. Den Stift da kann man wieder rauf tun. Und der Schlitten ist wieder drauf. Das Tool geht wieder hin, abgewinkelt rein, drehen und die Pistole ist wieder zusammengesetzt.